Hallo und herzlich willkommen zum Video, die 10 größten Stolperfallen, die das FlyLady-System zum Scheitern bringen können. Wenn du diese Fehler vermeiden möchtest, solltest du auf jeden Fall dranbleiben und mir natürlich auch ein Abo, ein Däumchen und einen Kommentar hinterlassen, wenn dir das Video gefallen hat. Wir steigen aber direkt ein. Zur Erinnerung, das FlyLady-System richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem Haushalt. Man lernt mit der FlyLady-Methode zum einen Routinen, mit denen man den Haushalt einmal general überholen kann, aber auch zum anderen Routinen, mit denen man die Ordnung aufrechterhalten kann. Dazu bedarf es ein Umdenken, und zwar gehen wir den Haushalt etwas anders an, als man es vielleicht üblich so gehandhabt hat. Genau dieses Umdenken und das andere Herangehen an den Haushalt birgt natürlich auch einige Stolperfallen, die wir jetzt auch klären möchten. Die erste Stolperfalle, über die die meisten sogar stolpern, ist, ein überambitioniertes Ziel zu verfolgen. FlyLady betont immer ganz stark, die Unordnung ist nicht von heute auf morgen entstanden und sie kann nicht von heute auf morgen behoben werden. Das heißt, man sollte sich realistische Ziele setzen, die man auch schaffen kann. Alles andere führt zu Überforderung und dazu, dass man in dem System aufgibt. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach am häufigsten zum Scheitern der Methode beiträgt, ist eine unregelmäßige Routine. Wir lernen ja, wie gesagt, mit dem FlyLady-System neue Gewohnheiten. Neue und gute Gewohnheiten lassen sich nur über Routinen erlernen. Das heißt, wir brauchen eine konsequente und kontinuierliche Abfolge gewisser Tätigkeiten, bis diese in eine Gewohnheit übergehen. Wenn man also gerade am Anfang nicht sich an die täglichen und wöchentlichen Routinen hält, ist das System eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber genau damit das nicht passiert, gibt die FlyLady-Methode ja auch die Baby-Steps an die Hand. Das heißt, die einzelnen Schritte, die wir uns nach und nach aneignen, damit wir uns nicht überfordern und damit die Routinen oder die Ziele einfach gehalten werden, dass wir immer ein Erfolgserlebnis nach dem anderen sammeln können und so motiviert bei der Routine bleiben. Je weiter man im System vorangeschritten ist, verzeiht diese Methode auch tatsächlich kleinere Ausreißer. Aber gerade wenn du am Anfang stehst, ist es wichtig, sich an diese Punkte zu halten. Man muss in etwa mit 2 Monaten rechnen, plus minus, das ist natürlich eine individuelle Geschichte, bis man sich neue Gewohnheiten aneignet. Aber um diese Gewohnheiten zu erlernen, musst du am Anfang konsequent bei deinen Routinen bleiben und diese auch tagtäglich ausführen. Die dritte große Stolperfalle ist die Vernachlässigung der Wichtigkeit des Timers. Der Timer hat mehrere Gründe, warum er verwendet werden sollte. Zum einen lernen wir anhand des Timers, dass viele Aufgaben tatsächlich in kurzen Zeitabschnitten erledigt ist. Das heißt, wir haben ein Erfolgserlebnis oder auch einen Erfahrungswert, auf den wir dann immer wieder zurückgreifen, wenn wir demotiviert sind. Wenn wir uns einprägen, mithilfe des Timers, dass gewisse Tätigkeiten, die man sonst immer aufgeschoben hat, tatsächlich in wenigen Sekunden oder Minuten erledigt sind, merken wir uns das. Und das hilft uns dabei, uns zu motivieren, kleinere Tätigkeiten nebenbei einfach auszuführen, ohne uns dafür aufrappeln zu müssen. Außerdem hilft uns der Timer auch dabei, fokussiert an der jeweiligen Aufgabe dran zu bleiben und zu priorisieren, welche Sachen muss ich jetzt in diesem Zeitfenster erledigen, damit ich ein sichtbares Ergebnis habe. Und dieses sichtbare Ergebnis führt auch wieder dazu, dass wir einen positiven Erfahrungswert haben, was uns wiederum dabei motiviert, an diesem System dran zu bleiben. Die vierte Stolperfalle ist das Aufschieben. Das kennen wir wahrscheinlich schon alle auch vor dem FlyLady-System, dass wir uns gerne Aufgaben im Haushalt aufgeschoben haben, weil wir keine Lust hatten. Und damit das überhaupt nicht erst so weit kommt, sollten wir am besten die Morgenroutine direkt nach dem Aufstehen starten. Das heißt, direkt nach dem Aufstehen machst du schon die ersten Punkte, die nach der FlyLady-Morgenroutine vorgegeben sind. Das kann das Frischmachen sein von Kopf bis Fuß, das Zwischenswipe im Badezimmer, das Ausräumen der Spülmaschine oder das Bettenmachen. Wer direkt am Morgen schon die ersten Aufgaben abgearbeitet hat, wird höchstwahrscheinlich auch über den Tag produktiver im Haushalt sein, weil er schon die ersten Erfolgserlebnisse hatte und weil man natürlich auch schon etwas Ordnung im Haushalt gemacht hat und diese Ordnung auch über den Tag aufrechterhalten möchte.
Die 5. Stolperfalle ist der Perfektionismus. Man mag es kaum glauben, aber viele chaotische Menschen neigen zu viel Perfektionismus und das führt dazu, dass sie unordentlich sind. Erstmal im ersten Moment paradox, aber es ist tatsächlich so, dass viele unordentliche Menschen sich denken, bevor ich das halbherzig mache, mache ich es gar nicht und ich warte darauf, bis ich genug Zeit habe, um das perfekt fertigzustellen. Das ist ein Punkt, von dem wir uns komplett in der Fly Lady Methode verabschieden. Wir lernen, dass wir nicht etwas in großen Stücken machen, sondern dass wir alles halt in kleinen Zeitfenstern machen und da muss es auch nicht perfekt sein, sondern ein bisschen was zu machen ist besser als gar nichts zu machen. Es ist also wichtig, von Perfektion abzulassen und sich damit anzufreunden, dass man auch stückchenweise näher ans Ziel kommt, weil alles, was wir tun, und wenn es auch nur so klein ist, bringt uns näher ans Ziel, als wenn wir auf den richtigen Zeitpunkt warten, wo wir es perfekt ausführen können. Punkt Nummer 6, alles bleibt an dir hängen. Wenn andere Mitbewohner oder Familienmitglieder im Haushalt mitleben, kannst du natürlich auch Aufgaben abgeben, damit du einfach deine eigene Belastung verringerst. Stolperfalle Nummer 7, die Zonen. Es ist zum einen wichtig, dass du deine Zonen klar definierst, also welche Räume gehören zu welcher Zone und dir dabei auch schon Gedanken machst, wie ergibt es am meisten Sinn, um diese Zonen halt auch innerhalb von einer Woche immer bearbeiten zu können. Wichtig hierbei ist auch, dass du berücksichtigst, dass du nicht mehr als 5 Zonen hast. Das Zonenkonzept ist nämlich so konzipiert, dass man jede Woche eine Zone bearbeitet. Das heißt, der Monat hat in etwa 5 Wochen und deswegen sollten wir auch nicht mehr als 5 Zonen haben, so dass wir jeden Monat jede Zone bearbeiten können und somit einmal das gesamte Haus bearbeitet haben. Daher solltest du dich auf jeden Fall an die 5 Zonen halten und außerdem solltest du dir auch immer am Anfang des Monats Gedanken machen, was in welcher Zone bearbeitet werden muss, um einen Überblick zu behalten, was im Haushalt noch gemacht werden muss. Es ist ratsam, sich also Zonenlisten zu erstellen, in denen du deinen Haushalt einmal in Zonen aufteilen kannst und auch vor allem festhalten kannst, was in welcher Zone bearbeitet werden muss. In meinem Etsy-Shop findest du fertige Zonenlisten, du kannst aber auch natürlich selbstverständlich dir eigene ausdenken und das Ganze verschriftlichen. Punkt Nummer 8 ist die Vernachlässigung von Hotspots. Hotspots sind kleine Bereiche, die das Chaos magnetisch anziehen. Das heißt, der Stuhl im Schlafzimmer oder auch die Arbeitsplatte in der Küche oder auch die Ablage im Flur. Das sind alles Bereiche, wo immer wieder sich Chaos ansammelt und wo man gerne Sachen ablegt, die eigentlich dort nichts zu suchen haben. Damit das Ganze nicht überhand nimmt, sollen wir uns täglich einmal morgens in der Morgenroutine und abends in der Abendroutine 2 Minuten Zeit nehmen, um diese Bereiche aufzuräumen. Und da diese Bereiche das Chaos magisch anziehen, ist es wichtig, dass wir da immer direkt eingreifen, damit das Ganze nicht überhand nimmt. Punkt Nummer 9 ist das Vernachlässigen der Selbstfürsorge. Das System dreht sich ja nicht alleine um den Haushalt, sondern auch, dass wir uns selber wieder mehr in den Fokus rücken und uns eine gewisse Wichtigkeit zuschreiben. Das heißt, die Zeit, die wir gewinnen durch die effizientere Haushaltsführung, sollen wir auch dazu nutzen, uns selber diese Zeit zu schenken, indem wir uns ausruhen, mal ein gutes Buch lesen, ein Bad nehmen oder uns irgendwas anderes gönnen, was uns erfreut. Es ist auf jeden Fall auch Teil des Konzepts, für mehr Selbstliebe zu sorgen. Punkt Nummer 10, mangelnde Flexibilität. Du musst am Ende des Tages das System so aufbauen, wie es für dich am besten Sinn ergibt und wie es am besten auch zu deinen Lebensumständen passt. Das, was für mich funktioniert, muss für dich nicht funktionieren oder auch das, was Fly Lady vorgibt, muss nicht für alle Mann passen. Du musst sowohl beim Routinenaufbau dir die Baby-Steps raussuchen, die für dich und deinen Haushalt Sinn ergeben und nicht das, was pauschal vorgegeben ist. Und zum anderen musst du natürlich auch deine Routinen von den Tageszeiten so anpassen, wie es in deinem Haushalt oder in deinem Alltagsablauf am besten Platz findet. Was nicht für dich passt, lass es raus. Was für dich passt, lass es drin. Mit der Flexibilität sind allerdings die Tageszeiten gemeint, an denen du gewisse Tätigkeiten ausführst oder auch die einzelnen Baby-Steps, die du in deine Routinen mit einfließen lässt. Was du aber nicht flexibel gestalten kannst, ist die tägliche Routine, weil damit du die Gewohnheit aufbauen kannst, musst du diese Routinen tagtäglich befolgen. Ansonsten wird das System nicht funktionieren, wie ich das schon am Anfang erwähnt habe. Das waren jetzt meine 10 Stolperfallen, die zum Scheitern in der Fly Lady Methode führen können und welche du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du mit dem System einsteigst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls du einen Mehrwert rausgezogen hast, lass mir gerne ein Abo da.
aktiviere die Glocke, hinterlass mir ein Däumchen und gerne auch einen Kommentar. Und solltest du noch irgendwelche Fragen haben, stell sie gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.